Deutsch lernen durch Hören. Trinkgeld. Das Wort Trinkgeld ist schon 700 Jahre alt. Trinkgeld nennt man das Geld, was man beim Bezahlen extra gibt. Das ist freiwillig und man kann selbst bestimmen, wie viel Trinkgeld man geben möchte. Das macht man aber nicht bei jeder Rechnung. Trinkgeld gibt man normalerweise im Restaurant, im Café, beim Friseur, dem Taxifahrer oder auch der Reinigungskraft einer Toilette. Trinkgeld ist also eine kleine Menge an Bargeld. Wer es bekommt, freut sich und weiß damit, dass er seine Arbeit gut gemacht hat. Je zufriedener man mit dem Service des Kellners oder des Friseurs ist, desto mehr Trinkgeld gibt man. In Deutschland gibt man ein Trinkgeld zwischen 5 und 10% der Rechnung. Wenn ich also 16,80 € bezahlen muss, dann gebe ich vielleicht einen 20-Euro-Schein. Und ich sage dann, stimmt so. Oder der Rest ist für Sie. Ich runde die Rechnung also auf. Keine Trinkgelder werden in skandinavischen Ländern wie zum Beispiel Dänemark, Norwegen erwartet. Aber bei sehr netter Bedienung kann zum Beispiel der Kellner erfreut werden. Und in China und Japan haben Trinkgelder keine Tradition. Sogar gilt es als Beleidigung. Vor kurzem hat mir ein Freund aus Japan sein Erlebnis erzählt. Er war zum ersten Mal in Deutschland in einem Restaurant. Das Essen hat ihm gut geschmeckt. Am Ende hat er die Rechnung bezahlt. Auf den Cent genau natürlich. Da hat der Kellner ihn ziemlich böse angesehen. Er hat aber das nicht verstanden. Später habe ich ihm erklärt, dass man in Deutschland Trinkgeld gibt. In seiner Heimat kennt er das nicht. Viele Menschen bekommen nicht viel Gehalt. Mit dem Trinkgeld können sie sich etwas dazu verdienen. Daher sollte man gerade dort für guten Service gerne und freiwillig ein paar Euro mehr bezahlen. Sie können sich dann vielleicht selber mal in ein Café setzen und etwas trinken. Daher kommt ursprünglich auch der Name Trinkgeld. Wenn ich allerdings irgendwo schlecht behandelt werde, runde ich die Rechnung nicht auf. Damit zeige ich ohne Worte, dass ich verärgert bin. Das letzte Mal, dass ich so geizig sein musste, war bei einem Friseur. Da gehe ich auch nicht mehr hin. Ich habe mir eine eigene Schere gekauft. Ob das nun ein besseres Ergebnis gibt, bleibt abzuwarten. Gibst du Trinkgeld, auch wenn du mit dem Service unzufrieden bist? Deutsch lernen durch Hören.